Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind heute hier in Köln bei unserem Kunden Hans-Josef. Hans-Josef ist ein langjähriger Kunde von uns, der auch einiges an Evolution von uns mitgemacht und mitgenommen hat. Und die Installation hier entspricht zum einem großen Teil auch dem, was wir an unserem Referenzkunden installiert haben, was die Elektronik angeht, was die Lautsprecher angeht, auch was den Projektor angeht, der hier in der Installation auch außerhalb des Raumes ist, hinter einem Durchbruch, dass man keine Geräusche im Raum hat. Ne? Was hier ganz besonders ist, der Raum hat in etwa 28 Quadratmeter und wir haben hier ein Akustikkonzept von Art Novion mit einer Hybridakustik, die vom Prinzip her Absorption und Diffusion in einem hat und dann eben auch optisch sehr ansprechend aussieht. Das sorgt halt in dem Raum dafür, dass der letztendlich deutlich größer wirkt, als er eigentlich ist. Und natürlich entsprechend auch Nachhaltigkeit und so weiter hier korrigiert ist. Aber ein Upgrade fehlte hier noch und das war halt die Modifikation der Surround-Lautsprecher. In dem Fall die auch im Vulcan 9, für die wir ja auch eine recht umfangreiche Frequenzbereiche-Modifikation vornehmen und auch ein bisschen feinere Abstimmung, was die Pegelanpassung der einzelnen Treiber angeht. Und das haben wir jetzt heute hier installiert. Wie ist so dein Eindruck? Ja, also erstmal absolut positiv. Man kann ja jetzt nicht direkt den A-B-Vergleich mehr machen. Ne? Die Bauteile, die alten Bauteile, die serienmäßigen sind raus. Eure modifizierten, hochwertigen Bauteile sind drin und man merkt, also ich kenne ja nun mal mein Kino und merke einfach, es ist viel transparenter, klarer. Ich bekomme Informationen, die ich vorher nicht so gehört habe. Das kann ich schon hiermit sagen. Ne? Und wir haben jetzt erst ein, zwei Stücke gespielt und ich denke, die Bauteile werden sich noch ein bisschen einbrennen, einlaufen, wie es so ist bei der Elektronik. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Hörstunden. Ja, neben dem Lautsprecher-Upgrade gab es ja heute noch ein weiteres Upgrade hier in deiner Anlage. Und zwar haben wir deinen Oppo, den UDP 205, auf die neueste Version abgegradet. Die betrifft eigentlich nur die rein analoge Stereoseite, aber hat halt auch deutliche Auswirkungen auf die digitale Wiedergabe des Gerätes und haben uns dazu halt ein paar ausgewählte Musikstücke angehört, die du sehr gut kennst. Und favorisiert haben wir dann halt von der Peter Maffay MTV Unplugged das Stück mit Katie Melua im Duett. Is he what? Where am I on your list? You're so full of big ideas. Und du betreibst den Player ja streng genommen rein digital über HDMI, also Ja. hast die analogen Ausgänge gar nicht angeschlossen. Aber du kannst uns ja jetzt mal deine Eindrücke schildern, wie du das jetzt empfindest nach dieser Änderung. Ja, wir haben ja jetzt gerade auch ein Musikstück ausgewählt, was ich schon sehr oft hier gehört habe in meinem Kino und muss sagen, also diese Modifikation, dieses Upgrade ist sehr gut und sehr deutlich für mich hörbar. Es geht in die Richtung mehr Feindynamik, bessere Ablösung vom Lautsprecher und aber auch der Impuls ist auch für mich von der Rhythmik her besser als die Variante, die ich zuvor hatte. Ja, das entspricht dann auch so unseren Erfahrungen, die wir bisher so in verschiedenen Konstellationen damit gesammelt haben. Ja, ist halt äußerst interessant, wie viel Rückwirkung eine Änderung in dem Gerät haben kann, die eigentlich gar nicht die digitale Seite betrifft, aber es ist halt so. Ja, klar, aber es ist so, wie es ist Ja. und das Ergebnis spricht für sich und jeder, der den Player hat und in dieser Stufe sich ausbauen lässt, wird eigentlich hören und auch sehen, dass das ein sehr gutes Ergebnis jetzt ist. Das wäre so der erste Teil dieses Tages hier. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen vor. Und zwar werden wir jetzt ja gleich die Trinnov mal exklusiv bei ihm testen. Er hat jetzt momentan die 8805, war ja bisher unsere Referenzvorstufe mit unserer Modifikation.
Haben wir aber jetzt halt abgelöst durch die Triumph. Wir haben auch jetzt hier auch die Altitude 32, weil die gegenüber der 16er ja auch ein paar Sachen mehr hat und daher auch ein paar Vorteile hat. Und da machen wir jetzt gleich mal den Austausch und Einmessung und so weiter. Wird ein bisschen dauern. Aber wir sind dann nachher per Video wieder zurück. Bis später. Zack. Zack. Verkauft. Die Endstufen alle wieder anmachen? Mal gucken. Mhm. Und die Triumph auch. Und alles gut geht, habe ich doch richtig angeschlossen. Ja, die ist nachher schön warm geworden oder wärmer geworden. Da merktest du am Anfang, wie kalt die war, ne? Ja, das ist so. Das ist so, der sagte Michel. Am Anfang war das irgendwie ein bisschen leblos. Also nicht leblos war es nicht, aber so. Die klingt vielleicht ein bisschen härter, wenn die kalt ist. Ja. So ein bisschen. Bisschen. Weil die Marans insgesamt weicher klingt, ne? Ein bisschen, ne? Gerade im Bassmanagement, ne? Ja, da das haben ist ein bisschen was nachgestellt, ne? Das ist aber, klar, die wird warm. Das ist so. Das ist, jetzt hier, wie sie jetzt läuft hier, finde ich es gut, auch mit der Akustik. Ne? Ja, gut, die Akustik war ja vorher schon gut. Ja. Ein besseres Gerät profitiert ja eigentlich dann eher Wie siehst du den davon. Unterschied zwischen deiner Decke und der hier? Hast du jetzt einen Unterschied? Oder? Ja, bei uns ist die Decke vom Prinzip ein Vollabsorber nach wie vor. Ne? Eben, ja, Hier ja. ist das ja eine Mischung. Ne? Das Problem ist, dass das ein Riesenaufwand ist, das zu ändern. Sonst hat man schon lange gemacht. Nein, ich meine, Das ist klingt noch offener. Ja, klar ist das offener und besser, weil das ist ja auch das Konzept, wie wir jetzt verfolgen. Nee, ich merke aber jetzt so mit der Triumph, die Triumph zieht ja räumlich noch mehr auf als die Marans. Viel mehr. Klar. Und jetzt kommst du noch mal weiter nach oben. Ne? Also du hast ja nicht das Gefühl, dass du hier eine 2,50 Meter Decke hast. Ne? Nein. Ne? Das ist einfach Das ist sicherlich Fakt, ja. Ne, bei uns im Referenzkino ist die Decke ja ungefähr 2,70, ist Genau, ja noch ist ein viel bisschen höher. höher. Ja. Ne, deswegen, ne, und der Raum ist ja an sich größer. Groß. Aber du hast hier niemals das Gefühl, dass der Raum irgendwie kleiner ist oder was. Nee, eben, das meine ich Du jetzt hast hier damit. die gleiche, genau. ich sag mal, Glocke oder das gleiche Gefühl in der Glocke und das macht die Triumph eben, die macht das eben ganz perfekt, weil die hüllt dich perfekt ein. Ne? Richtig, das ist mir jetzt auch aufgefallen. eine perfekte Symbiose aus allen Lautsprechern. Und Ja. das ist halt eine Sache, die Marantz einfach so nicht kann. Nee. Nicht, weil die schlecht ist, sondern weil du die Möglichkeiten einfach nicht hast. Ja, ne? klar. Tja. Ja, die Basspräzision, ne, ist schon Wahnsinn. Also klingt realer, ne, wie du schon sagst. Ne? Ja, ist so. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt auch eine Vorstufe, die ist ja noch nicht so lange eingespielt. Ne? Da gehe ich Ja, mal doch, von aus. das ist ja letztendlich die jetzt immer gelaufen ist. Also Ja. ich würde die schon als eingespielt Ja, doch, bezeichnen. okay. Die hat halt, ich sag mal, die braucht halt eine halbe, dreiviertel Stunde, bis sie mal wirklich Richtig warm wird. richtig warm ist. Das ist aber normal. Ja, toll. Was hatten wir gerade für einen Pegel gefahren? Und der Kannst hat jetzt eine- schlecht vergleichen, ne? Weil Ja, das war schon Referenz. Also, war schon ziemlich laut. das war schon ziemlich laut. Ja, der Witz ist, und da habe ich mich jetzt schon so 2-3 Mal bei ertappt, du machst mit dem Gerät einfach noch lauter. Ja, weil merkst es es weniger nicht. Kompression, weil weniger Du merkst es Kompression- einfach ja, nicht. Weil weniger Kompression im Ganzen drin steckt. Ne? Ja, weil die auch, Offener ist, ja. vielleicht weil die auch einfach sauberer spielt. Ja, Ne, wo die Marantz dann vielleicht Unsauberkeiten macht die das nicht und dann
Ja, ich meine, drehst du einfach weiter auf. Mhm. Ich weiß nicht, willst du mal irgendwas rein Stereo? Noch hier die wer ist denn sie noch? Celtic Woman. Die Celtic Woman. Das ist ja rein Stereo, weil das ist auch das, wo emotional mehr rüberkommt. mehr rüberkommt. Ja, können wir machen. Die klar. Eagles ist halt sehr Ja, dynamisch, die hat drückt, ganz viel, ja. die hat ganz viel, ich sag mal, Präzision überall drin, Ja. aber die ist ja jetzt nicht wirklich audiophil. Nee, die Ne? ist Aber die puncht, die ne? Celtic Woman als reine Stereoaufnahme, da hast du auch tatsächlich nur rechts und links, also die beiden Dragon XLRs mit drin. Genau, machen wir mal. Ne? Ja. Und die zeigt auch das, was die drin auf Kann, tatsächlich im Stereobereich Ja. kann. Was die letztendlich auf allen Kanälen kann. Ja. Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's soul, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Jordan sons. Hast du ein bisschen Sternenstaub reingetan ins Glasfaserkabel. Ja, das ist jetzt die Audiophilität, ne? Die ist einfach da bei dem Kabel jetzt. Noch mehr. Ne? Das ist ja immer so, ne? Nach dem Motto, ja, das ist ja nicht schlecht jetzt hier. Ne? If this is to end in fire, then we should all burn together. Ja, das ist Das ist schon krass. Ja. Wahnsinn. Nee, auch hier, die Farben sind einfach super gut und auch kommt nochmal plastischer raus alles, ne? Die hat ja bei Das ist dem, ja, bei dem IC Fire Stück hat die ein blaues Kleid an und das Blau war einfach viel leuchtender. ja, Hm. gut. Tja. Mach mir eins. Das ist mehr als eindeutig. Ja. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und das ist ja die Empfängerseite. Jetzt muss man sich fragen, wie kann das eigentlich sein? Das kann ja Ja. nur über die Rückwirkung über den Projektor dann irgendwie sein, über die Netzseite. Ja. Weil das gibt ja sonst gar keine Verbindung. Ja, der Unterschied ist der Signalfilter. Verrückt. Weil ich sag mal, am Sender kann man das ja alles verstehen, weil der hängt ja direkt, Ja, wollte ich gerade der sagen, hängt ja der gibt direkt ja was. am ich sag mal, am Quellgerät, ne? Und kann da direkt reinstören, aber der Empfänger kann ja eigentlich nur den Projektor negativ beeinflussen und ja, das zieht sich dann wohl doch wieder irgendwie durch. Verrückt. Absolut verrückt. Mhm. Aber Hier du hängt er ja sogar im Nebenraum. Genau, ist doch nicht mal im gleichen Raum, ja. Ja. Tja, verrückt. Ja, aber was man dafür natürlich auch braucht, ist eine Anlage, die mehr oder weniger auch wie eine akustische Lupe funktioniert, die eben solche Unterschiede überhaupt Deutlich erstmal machen deutlich ne? macht. Ja. Ja, Kann, ne? Ja. Muss erstmal können. das Ne? muss sie erstmal können. Mhm. Nur das Problem bei der ganzen Geschichte ist, je mehr natürlich so eine Anlage kann, desto empfindlicher reagiert die natürlich auch auf solche, in Anführungsstrichen, Veränderungen. Kleinigkeiten. Ja, Ne? Das Kleinigkeiten, ist ja das ist so. Ja. wirklich unglaublich. Aber das ist ja letztendlich die Erfahrung, die wir überall machen. Das ist so. Ne? Ja. Ja. Und das ist natürlich auch schwer, wieder den Leuten begreiflich zu machen.